Hallo, Fred, Nico und ich haben ja schon 2/3 unserer Rundreise, die ihr hier sehen könnt, hinter uns gebracht. Gestartet sind wir dort in San Antonio de los Cobres und dann haben wir in der letzten Folge geschlafen da und sind dann schließlich in Antofagasta de la Sierra in Argentinien aufgewacht. Das darf man nicht verwechseln mit dem Antofagasta, was da links im Bild ist. Das ist in Chile. Jedenfalls, Google Maps kennt den weiteren Verlauf unserer Rundreise nicht, also das Blaue könnt ihr streichen. Wir sind das Rote entlang gefahren. Von Antofagasta weiter über Antofagasta nach Tola Grande. Da haben wir geschlafen in Star Wars Roten Kugelbergen und sind dann wieder in San Antonio de los Cobres angekommen. Das war eine richtig tolle, aber auch sehr anstrengende Strecke. Und nachdem wir in San Antonio de los Cobres wieder übernachtet haben, ist der Fred am nächsten Tag einfach wieder zurück nach Paraguay gedüst. Nico und ich haben uns dann mal noch so richtig die Kante gegeben, aber dazu mehr in der nächsten Folge. Nachdem der Wind wie üblich in der Nacht nachgelassen hat, konnten wir ganz in Ruhe am Morgen zusammenpacken und weiterfahren. Dazu mussten wir erstmal noch kurz durch Antofagasta durch, wo wir uns auch gleich ein paar Sandwiches für eine Vesperpause gekauft haben. Hey Nico, die haben gewunken und du winkst gar nicht zurück. Ja, und der winkt und winkt und winkt. Hund, geh weg. Ich kann nicht ausweichen. Hund. Was machst du da, Hund? Geh weg. Du stehst im Weg. Gleich mal üben. Damit meinte Petra bestimmt die Sandstrecke. Und nach kürzester Zeit fanden wir uns wieder auf dieser breiten Piste. Und so sollte die Straße dann auch für die nächsten Stunden weiter aussehen. Und obwohl die ziemlich entspannt aussieht und es wirklich nicht viel Verkehr gab, war die unfassbar hart zu fahren. Erstens, weil immer wieder Sandstellen waren oder Polvostellen, wo man gar nicht weiß, wie die Straßenverhältnisse drunter sind. Zweitens, weil es dann auch wieder Schotter gab. Und drittens, weil die geruckelt hat wie Sau. Übersetzt Wellblech ohne Ende. Aber die Landschaften, die waren der Hammer. Stimmt. Super. Jetzt nicht besser gekommen. Nee, ein Emu. So Leute, wer findet den Emu? Nein, das ist er nicht, das ist Petra. Ja, das ist er. Übrigens ist das kein Emu, das ist ein Nandu. Klugscheißer. Bienvenidos a la Comunidad. 4635 Meter sind wir gerade. Ich auch nicht. Probieren wir es. Ich meine, da oben wird mehr Wind sein, aber es ist drauf geschissen. Mal wieder. Also rauf auf die Kuppe. Nico, das ist ja eine langweilige Pose. Guck mal, so macht man das. Tolles Make-up. Danke. Ich benutze übrigens Zinksalbe, damit ich da oben keinen Sonnenbrand bekomme. Und nach dieser gewaltigen Höhe ging es jetzt erstmal runter, runter, runter. Sieht aus wie so arabische Schriftzeichen.
Jetzt schaut euch diese wunderbaren goldgelben Puschel an, die über diese sanften Berghügel dahingestreut sind. Ja, nur reinsetzen sollte man sich nicht, das habe ich mal gemacht. Das war sehr unangenehm, weil diese Puschel sind ziemlich spitz, brechen ab und sitzen dann dort, wo man sie nicht haben möchte. Keine Sorge, Petra ist nicht verrückt geworden, sondern ich habe hier einfach nur ein bisschen das Video beschleunigt. Jetzt gut nach Holzfeuer und nach Höhe. Es fasziniert uns immer wieder, wie schnell sich die Landschaften dann doch auch verändern können. Gerade sind wir noch an diesen goldgelben Hügeln vorbeigefahren und gleich ein paar Kurven weiter sind wir in einer ganz steinigen Landschaft, die wieder ganz anders aussieht. Dieses Samtgrün, Rot, Ocker, toll. Und da ich vorher schon ein Stückchen weitergefahren bin, wusste ich, was über der Kuppe uns erwartet. Ein Blick, auf den ich mich schon die ganze Fahrt gefreut habe. Das ist der Salar von Antofalla. Nico und ich sind diese Strecke vor 3 Jahren schon einmal gefahren, damals in die andere Richtung und damals hatten wir noch keine Kameras. Insofern stand diese Route ganz hoch auf unserer To-Do-Liste. Ja. Ist ja auch hochgekommen vor 2 Jahren. Sandwich ist wurscht, da kann ruhig geknutscht werden, geknautscht. Nein, das weiß doch jeder. Ein geknautschtes Sandwich schmeckt doch gar nicht mehr. So, Petra, und jetzt wieder aufsteigen. Hast du Hilfe? Siehst du, sowas wird dann unterhaltsam. Ja! Hab ich aufgenommen.
Das sind die letzten Meter, bevor wir dann gleich auf den Salzsee fahren. Der ist aber ganz anders als der Salar von Uyuni, wo man ja richtig diese weiße, krustige Salzoberfläche hat. Hier ist alles viel mehr sandiger und kiesiger. Ja, und Fred hat sich dermaßen malerisch in die Landschaft gepflanzt, dass wir von ihm ein Starfoto machen mussten. Und da fahren wir schon direkt über den Salzsee und da waren so ganz fiese, tiefe Schotterpassagen drin, die einen richtig zum Schlingern gebracht haben. Wer schon fertiges, gesalzenes Nudelwasser haben möchte, der schöpfe hier. Und hier, wo das Salz viel sauberer war, habe ich noch ein bisschen abgekratzt, damit wir später was zum Kochen hatten. Ja. Besser ist. Und jetzt nehmen wir euch mit auf eine kleine Rundfahrt durch Antofalla. Aber da geht jetzt auch nichts weiter, oder? Vorne rechts. Ja, dann fahren wir durch. Ja. Ja. Oder? Siehst du, aber ich gedacht, dass es da weitergeht. Eben. Ja, ich filme. So, von der Filmkulisse sind wir wieder weg. Wieder im normalen Leben. Jo. Und mit diesem tollen Ofen ist unsere kleine Rundtour auch schon wieder beendet. Und hier fahren wir auf der anderen Seite des Salars wieder den Berg hoch in die nächste Hochebene. Und in diesem Tal unten links liegt das kleine Dörfchen Antofalla, durch das wir soeben durchgefahren sind. Ah, ich fahre rechts rum. Rechts außen rum. Zum Glück gab es manchmal diese Ausweichspuren, immer dann, wenn auf der Piste fiese Sandlöcher waren. Oh, das sieht nicht gut aus, ja. Absolut. Okay. Ist schon jemand auf die Seite gefahren mit dem Motorrad. Das mache ich auch. Glücklicherweise lernt man mit der Zeit, den Boden und seine Beschaffenheit immer früher zu erkennen und zu lesen und dementsprechend sich zu verhalten. Und manchmal ist es einfach besser und sicherer, außen rum zu fahren. Und jetzt schaut euch mal dieses Wölkchen an und wie dieses Wölkchen wölken kann.
schon cool aus. Und so langsam wurde es Zeit für unsere Sandwich-Pause. Wir haben lange nach einem Ort gesucht, der zwar sonnig war, aber andererseits windstill. Und da hatten wir ihn gefunden. Und dieses Mal habe ich die 3 Figuren, die hier am Wegrand stehen, gesehen und mit der Kamera aufgenommen, denn das letzte Mal habe ich eine Abkürzung genommen und sie verpasst. Und zwischen dem Salar von Antofalla, wo wir gerade hergekommen sind, zum nächsten Salar, nämlich dem Salar de Arizaro, sind es 77 Kilometer. Und das ist ein wirklich anstrengender Weg. Google Maps gibt diese Strecke mit über 2 Stunden an. Und ich habe gerade nachgesehen bei Google Maps, da gab es einen Kommentar zu diesem Weg. Es ist der schlimmste Weg, den wir genommen haben. Man muss langsam fahren. Aber es ist wirklich cool. Und dem können wir nur beipflichten. Also da links wäre es zur Laguna Verde, der grünen Lagune, gegangen. Leider sind wir da nicht hingefahren, denn gerade eben habe ich im Internet gesehen, dass das richtig schön aussieht. Tja, Nico, ich denke, wir müssen da nochmal hin. Und beim ersten Mal haben Nico und ich da irgendwo links in einer Felsspalte das Zelt aufgeschlagen und eine herrliche Nacht verbracht. Nur war ich damals noch nicht so geübt im Wildcampen und hatte mir die ganze Nacht überlegt, ob da vielleicht am nächsten Tag eine Gruppe japanischer Touristen um unser Zelt steht und uns anguckt. Das war aber nicht der Fall. Soweit? Die hier Gas gefunden haben? Sieht so aus, ja. Ja, für uns sah es so aus, als würde dort Gas gefördert werden. Aber ob dem wirklich so war, keine Ahnung. Und dieser kegelförmige Berg, der da jetzt rechts im Bild ist, das ist der Cono. Der ist relativ bekannt, weil er so exzeptionell aus dem flachen Salzsee herausragt. Und außerdem ist er heilig, also betreten darf man ihn nicht. Aber den gucken wir uns gleich noch von näher an. Um nämlich zum nächsten kleinen Dörfchen, Tola Grande, zu kommen, muss man jetzt einmal quer durch den Salar de Arizaro fahren. Und da kommt man auch näher an dem Cono vorbei. Und abgesehen von dem schönen Berg kann man hier auch wunderbar die Oberfläche und die Beschaffenheit des Salars sehen. Wie Ackerfurchen, aber pickelhart. Das ist immer noch der gleiche Salar, aber mittlerweile ist er ziemlich rot geworden. Und die Wolken am Himmel, die sahen nur bedrohlich aus, haben sich aber später wieder verzogen und wir sind völlig trocken geblieben. Kreuzung, Petra, Kreuzung.
Ja, wenn man so lange immer nur geradeaus gefahren ist, freut man sich auch über eine Kreuzung. Und da diese Straße auch zu Minen führt, gab es ziemlich viel Verkehr. Und kurz vor Tola Grande wird die Landschaft richtig schön bizarr und faszinierend. Und nachdem uns in Tola Grande nicht angeboten wurde, auf dem Marktplatz zu zelten, sondern nur in die Hospedaje zu gehen, habe ich vorgeschlagen, dass wir zwischen diesen Hügelchen nach einem Zeltplatz suchen sollten. Und das war eine super Idee. Denn. Hier wurde doch bestimmt mal ein Film gedreht. Zumindest kamen wir uns wie in einer Filmkulisse vor. Von einem Super Science Fiction. Nico und ich sind dann noch auf den Hügel hinter unserem Zelt hochgestiefelt, was ziemlich anstrengend war, aber dafür hatten wir diesen herrlichen Ausblick bei Sonnenuntergang. Dann ging's zurück zum Zelt, in den Schlafsack und in der Nacht haben wir mal wieder die Milchstraße bewundert. Gut, dann fahrt mal vor. Er weiß aber schon, dass er in die falsche Richtung fährt, oder? Sind wir von dort gekommen, nicht von da links? Ah, okay, dann fahren wir nicht in die falsche Richtung. Boah, das ist aber schon sehr schön. Echt schön. Auch diese blauen. Ja, wenn wir Platz hätten. Ja, und Geld, wenn noch kein Geld. Aber schön sind sie. Ja, Toll. stimmt hier aus der Region. Toll. Ja. Schön. Und kurz hinter Tola Grande kann man dann schon die Ojos de Mar bewundern, also die Augen des Meeres. Wobei mir schon ein älterer Herr in der Ortschaft gesagt hatte, dass die jetzt nicht mehr blau wie früher sind, sondern jetzt schmutzig. Aber was er genau meinte, darunter konnte ich mir erstmal nichts vorstellen. Aber dann habe ich es gesehen. Beim letzten Mal war das Wasser nämlich türkisblau und richtig klar. Dann haben sie einen Steg hineingebaut und irgendwie ist es dabei verschmutzt worden und jetzt ist das richtig dreckig und rot. Was uns hier zum ersten Mal aufgefallen ist, dass die gerne im Konvoi gefahren sind. Vorne ein Pickup und hinten dran 2 LKWs. Warum? Keine Ahnung. Also ich denke, die haben sich das von uns abgeguckt, denn wir machen das ja auch so. Vorneweg die Petra und hinterher 2 Männer. Und was ihr da oben am Berg seht, ist eine Bahnstrecke.
Und nachdem wir uns den Waggon näher angeschaut hatten, sind wir noch durch das verlassene Dörfchen gefahren. Aber ein Ticket kaufen ging da nicht, also sind wir weiter mit dem Motorrad gefahren. Cool. Jetzt richtig schön runter in den Berg. Woo! Geil. Bremsen funktionieren, alles gut. Dritten Gang oder zweiten Gang rein. Leute, es sieht zwar nicht so aus, aber hier geht's richtig den Berg runter. Ja, und bei der nächsten Fotopause kam der Fred einfach nicht. Der hatte ja ein bisschen Abstand gehalten, damit er nicht so eingestaubt wird. Aber da sind wir doch mal lieber zurückgefahren, um zu schauen, was los ist. Und das war gut. Der ist nämlich in dieser Kurve gestürzt. Aber als wir ankamen, hatte er sich schon wieder aufgerappelt und die Fahrer dieser beiden Fahrzeuge hatten ihm dabei geholfen. Und da er fast Schrittgeschwindigkeit gefahren ist, ist ihm auch nicht viel passiert. Nur er war ziemlich staubig. So süß. Also abklopfen und weiter geht's. Und wieder einmal durch eine faszinierende Landschaft. Ja, da unten ist das Teatro del Diavolo. Und da liegt sie auch schon vor uns, die Teufelswüste, die wir gleich durchqueren müssen. Hoffentlich ist der Gastgeber nicht zu Hause. Und so langsam kommen wir aus der Teufelswüste wieder heraus. Unversehrt. Der Teufel hat uns nicht erwischt, wahrscheinlich weil wir einfach so schnell gefahren sind. Die Landschaft verändert sich wieder, es wird wieder flacher und der nächste Salar liegt vor uns. Und eine alte dänische Weisheit besagt, nach dem Salar ist vor dem Salar.
Und das ist jetzt der Salar de Pocitos. Und wo fahren wir hin? Pastos Grandes, rechts, geradeaus. Ola Cataco, Comedor. Nein, es gab leider nichts zu futtern, also sind wir weitergedüst. Und das ist Polvo, richtig feiner Staub, den wir schon gut aus Paraguay kennen, aber auch aus Bolivien. Da kann ich die Folge empfehlen, wo wir durch das Goldgräbertal gefahren sind. Ja, so langsam kommen wir der Zivilisation wieder näher, wie man an den vielen Fahrzeugen erkennen kann. Und hier geht es noch einmal über einen letzten Pass, den Paso de Gallo, also den Hahnenpass. Und da haben Nico und ich herausgefunden, dass man die Abkürzungen auch aufwärts fahren kann. Einfach hochtourig, erster Gang. Das ist der erste Gang. Ja, ja, ich weiß. Toll. Super. Super. Alle abgekürzt, egal. Nee, kannst. Weiter geht's. Cool. Ja, und wenn die Minen-Pickups nicht im Konvoi, also ohne LKWs fahren, dann sind die richtig schnell unterwegs. Das sind die letzten schönen Kilometer bis nach San Antonio de los Cobres. Danach war es eine wirklich unangenehme Schotterstraße. Davon zeigen wir euch keine Aufnahmen mehr. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss.